Herzlich willkommen zu diesem Video. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Es geht ums Erwachen. Es geht um das Erkennen. Es geht darum zu erkennen, wer wir eigentlich sind. Und es geht darum zu erkennen, was hier eigentlich passiert, was hier in dieser sogenannten physischen Realität um uns herum passiert. Es geht um Bewusstsein. Das Bewusstsein, die Frequenz, die du erreicht hast, und es wandelt sich ja ständig, ist die Ursache von dem, was du in deiner physischen Realität um dich herum wahrnehmen kannst. Unser Bewusstsein ist extrem eingeschränkt in der Regel durch all die Erfahrungen, die wir bisher hier auf der Erde gemacht haben. Und diese Erfahrungen finden in unserem Datenspeichersystem Verstand statt. Von Tag 1 an wird der mit Erfahrungen gespeichert. Und wenn wir ein Leben und ein Bewusstsein haben, was in diesen Datenspeicher Verstand gebunden ist und an den gebunden ist, erfahren wir sehr viele Schwierigkeiten, erfahren wir Angst, erfahren wir Limitierung, erfahren wir Nicht-Können, erfahren wir Dinge tun zu müssen, damit wir etwas erreichen und so weiter. Das alles hat aber überhaupt nichts mit dem zu tun, wer du eigentlich bist. Durch den Körper und durch die Konstellation, wie sie ist auf der Erde, das aus dem Verstand heraus oder mit dem Verstand die Dinge erfahren werden, durch diese Konstellation kannst du das alles erfahren. Dein eigentliches Wesen ist unsterblich, ist vollkommen und ist alles, was ist. Das heißt, dass du und ich und jeder andere sich getrennt fühlen und als was anderes fühlen, hat damit zu tun, dass wir mit dem Verstand und mit den Erfahrungen aus dem Verstand heraus die Dinge wahrnehmen. Wenn wir das zur Seite schieben, beziehungsweise wenn wir an den unsterblichen Teil in uns über unser Herz anknüpfen können, erfahren wir die Realität als ungetrennt, als eine andere. Das bedeutet, und das ist sehr, sehr wesentlich, wir erschaffen mit unserem Bewusstsein, mit unserem Denken, mit unseren Gefühlen unsere Realität. Wenn wir nun aus dem Datenspeicher, den wir angesammelt haben, und davon haben wir ein weniges bisschen bewusst und das allermeiste unterbewusst angesammelt, erschaffen wir genau das, was wir vielfach um uns herum sehen. Dinge, die uns Angst bereiten, Dinge, wo wir das Gefühl haben, oh je, was kommt da auf uns zu? Wie sollen wir damit umgehen? Das könnte ja eine große Katastrophe sein. Finanzcrash, Schwierigkeiten auf allen Ebenen, gigantische Veränderungen, alles stürzt ineinander und so weiter. Ja, aber
All das findet in diesem Datenspeicher statt, in deiner Erinnerung. Und wenn ich da drinnen lebe, dann erst erschaffe ich es. Das ist, was ich immer wieder sage, was die Medien, also was die Kräfte hinter den Medien zum Beispiel wissen. Die erzählen den Menschen alles Mögliche, damit die Menschen in der Angst bleiben. Und die Menschen sind es dann, die das erschaffen und zur Realität werden, wenn sie das nicht erkennen, dass sie da aussteigen können. Es geht um dich, ganz persönlich, zu erkennen, dass das dein Verstand ist, dein Datenspeicher. Und den kannst du reinigen, löschen, den kannst du entlassen. Wenn du den ganzen Datenspeicher entlassen würdest, sag ich mal, en moment, dann würdest du jetzt sofort damit ein vollkommenes Wesen sein, was alles realisieren kann, was es nur will. Das solltest du auf keinen Fall wissen. Weil wenn du das weißt und hantieren kannst, und zwar im Bewusstsein weißt, dann bist du raus aus den Schwierigkeiten. Es gibt nichts, wovor du Angst haben musst. Gar nichts. Weil du aus dem Erschaffungsmodus, der von alleine passiert, aus deinem Verstand heraus austreten kannst, weil du siehst, wenn dir Situationen begegnen, kranke Menschen, Unfälle, Schwierigkeiten, sonst irgendetwas im Außen, wo du sagst, Kriege, gegeneinander, Dramen, Chaos, was weiß ich. Wenn du das siehst, weißt du, wenn du das Bewusstsein erlangt hast, worum es eigentlich geht, dass du diese Energien in dir, die das Außen erzeugt haben, nur zu entlassen, zu löschen brauchst. Und es verschwindet im Außen. Es heilt sich im Außen. Es verändert sich im Außen. So krass ist das. Das heißt, wenn du selber hier und jetzt in diesem Moment in Schwierigkeiten steckst, dann geht es darum, ein altes Bewusstsein in dir zu entlassen. Ich habe keine Angst mehr vor den Dingen, wenn ich verstanden habe, dass ich das in mir entlassen kann und damit ist das weg. Also wenn ich zum Beispiel, sag mal, vor Krieg Angst habe, dann sind das Memories in meinem Verstand. Die können selbst durch meine Ahnen und durch mein Kollektiv um mich herum da reingekommen sein. Wenn ich die entlasse, ist die Angst weg. Wenn ich die Angst weg habe, verschwindet im Außen die Reflexion. Daher geht es darum, Altes zu entlassen. Es geht darum, alles zu entlassen in dir, was nicht mehr dienlich ist. Alles Denken in dir, was dich klein gehalten hat, alle Erinnerungen, die dich klein gehalten haben. Das vollkommene Wesen, die fünfte Dimension, wie wir sie hier so viel nennen, ist eine Form des Bewusstseins. Ja, wie ich immer wieder sage, kein Stockwerk oder so. Ja. Und das ist dieses Bewusstsein, dass mir gar nichts passieren kann. Wenn etwas auf dem Weg ist, mir zu begegnen und mir Angst macht, dann geht es darum, das in mir zu entlassen. Ich habe zahlreiche Kurse, wo ich ganz viele Techniken habe, wie man das entlässt. Auf hunderterlei verschiedene Arten und Weisen.
weil das mein Grundthema überhaupt zu helfen, das zu erkennen, worum es hier geht, dieses alte Bewusstsein aus sich selbst zu entlassen, Platz zu machen und dem Neuen, das Neue hereinzulassen. Und das Neue bedeutet, frei zu sein vom Verstand, frei von den Erinnerungen, und bedeutet, dass die Inspiration in dir auftauchen kann, was aus der Stille kommt, was aus der Offenheit kommt, was von unten kommt, was aus deinem vollkommenen Wesen kommt. Wenn wir dem folgen, dann folgen wir unvorstellbarer Weisheit und es ist vorbei mit den Schwierigkeiten, egal in welcher Situation. Es geht ja immer, Schwierigkeiten sind ja immer von Moment zu Moment zu Moment zu Moment. Es geht nicht darum, dass ich von Moment zu Moment vielleicht auch mal Herausforderungen habe, aber ich weiß immer, wie ich dahin durchgehe oder was es gerade noch weiter als Mensch und in der menschlichen Erfahrung zu entlassen gibt in unserem Datenspeicher Verstand. Das ist es, worauf es ankommt. Das ist alles, was es braucht. Das ist alles, worum es geht. Das ist das Geheimnis, das offenbare Geheimnis, was niemand wissen sollte. Es ist nicht hier zu verstehen. Es ist nur hier zu verstehen und zu fühlen und wahrzunehmen. Aber wenn du mir bis hierher zugehört hast, dann keimt es gerade sehr kräftig. Es liegt also alles in deiner Hand. Die Zukunft ist unendlich wunderschön. Denn die Zukunft ist dein vollkommenes, entfaltetes Wesen in einer entsprechenden Realität. So-called Reality, Realität, die eine Reflexion deines eigenen Inneren, deines eigenen Bewusstseins ist. Es passiert überhaupt nichts einfach so von außen. Es entsteht alles von innen. Viele Dinge gibt es auf der Welt, die sehr, sehr uns Menschen manipuliert haben und manipulieren. Unter anderem ist sowas wie Hollywood und Filme sehr magisch da drinnen, einen völlig in Realitäten hineinzuspielen und erschaffen zu lassen, die man überhaupt nicht erschaffen möchte. Zum Beispiel, es geht jeden Moment darum zu sortieren, was ist deins, was willst du, was ist dir wichtig, was entspricht deinem Herzen und was ist Zeit gehen zu lassen. Wo folgst du noch der Angst in deinem Leben? Das ist immer der Erinnerungsspeicher und gehört unbedingt entlassen. Ich sehe schon deine Befreiung. Es ist die größte Freude für mich, hier mit dir im Kontakt zu sein. Und ich freue mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich auf deinen Daumen hoch. Ich freue mich auf deinen Kommentar, was der Inhalt von meinem Video in dir jetzt gerade erzeugt hat. Und ich freue mich sehr, wenn du dieses Video genau an all die Menschen verschickst, wo du weißt, das müssen sie hören. Bis zum nächsten Mal. Du bist es wert, du zu sein.